So, unsere wunderbare Challenge kann starten. Wir binden einen Blumenstrauß. Wir haben beide die gleichen Blumen und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal die Kreativität, der lassen wir freien Raum. Und jetzt können wir mal zeigen, was wir können, oder? Let's go, würde ich sagen. Ja. Blumen sind für mich ein Medium. Ich kann mit ihnen die Liebe erklären, Trost aussprechen, einen Heiratsantrag machen, mich entschuldigen, ein letztes Mal grüßen, wenn es sich um eine Beerdigung und ein erstes Mal, wenn es sich um eine Geburt handelt. Und was darf dabei Floristen natürlich nicht fehlen als zentrales Element? Der Strauß. Kim fängt hier ganz schön zu sehen, frei gebunden, ganz locker aus der Hand, ohne Konstruktion an und ergänzt das Ganze mit ihren angefertigten Drahtblättern. Ich dagegen habe mir schon eine kleine Konstruktion, eine Hilfe genommen. Ich habe Zweige einkoloriert, welche an den Spitzen langsam austreiben. Also da bricht der Frühling an. Dazu gesellt sich bei mir und wie auch bei Kim eine Hortensie. Bei mir ist sie schon eingefärbt. Finde ich total spannend. Hier dieses Gelb-Orange, was wie eine Sonne schon in meinem Strauß dann von innen heraus scheinen wird. Bei Kim eingefärbtes Schleierkraut in Rainbow-Farben, wo man auch mal ganz toll mit den Türkis- und Blautönen spielen kann. Bei mir gesellt sich jetzt eine Deko-Chrysantheme hinzu, die an den Spitzen ganz leicht violett eingefärbt ist und einfach meine Clematis da wirklich dann perfekt ergänzt und das Ganze von innen heraus strahlt. Als nächstes stand die Frage im Raum, welche Farben möchten wir eigentlich in unseren Blumensträußen verarbeiten, und da hilft einfach ein Moodboard. Wir haben verschiedene Texturen, Farbkombinationen zusammengestellt, um einfach zu schauen, was gefällt uns am besten. Und dann kam die Frage, wem möchten wir diese Sträuße eigentlich widmen? Und Kim und mir war sehr schnell klar, wir möchten sie unseren Müttern widmen. Sind sie doch der Leitstern in unserem Leben. Von Anbeginn an begleiten sie uns und wir finden, sie haben das größte Dankeschön ever verdient. Und eins kann man, glaube ich, bei Kim und mir später sehen. Bei uns ist eins definitiv der Fall. Unsere Blumensträuße für unsere Mütter sind wild, bunt und frei. So wie das Leben sein sollte. Das Blumenstraußbinden ist für uns Floristen ja immer wieder ein Highlight. Und wenn ich zu Kim rüber schaue, wie locker und leicht sie dies aus der Hand mittlerweile macht, auf verschiedenen Höhen und mit Staffelung ihren Strauß arbeitet, dann macht mich das stolz. Ich durfte sie auch zu den WorldSkills begleiten, wo sie als junger Florist in einem großen Wettkampf wirklich schon gegen 20 Nationen angetreten ist. Und ja, Wettkampf ist das tägliche Leben ja auch. Wie kommen wir eigentlich zu unserer Blumenauswahl? Wie kriegen wir die schönsten Blüten? Und da liebe ich einfach den Webshop von Florametz. Da kann ich in der Filterfunktion verschiedenste Farben aussuchen. Ich kann mir Favoritenlisten anlegen, was ich auch mache für meine Projekte, auch für hier. Ich lege ein Herzchen-Favoritenliste an und lege alle Blüten rein, die ich gerne hätte. Und eine Blüte darf da momentan auch nicht fehlen, die Pfingstrose. Des Mutters Liebling und auch meine Liebling, sie ist ja im Endeffekt die Blüte, die meine Tulpenzeit beendet und die nächste Zeit den Sommer ankündigt. Also Björn, was macht denn dein Strauß so besonders oder was hast du gemacht, dass es wirklich dein Werkstück wird? Ich glaube, das ist wie immer, bei mir fliegen die Blumen alle durch die Gegend und ich liebe es ja, mit Farbe zu arbeiten und die Zweige zu kolorieren, das finde ich einfach, das ist einfach was Schönes und gerade hier die ersten Blütentriebe, die hier rauskommen und die ersten kleinen Blättchen und dann kommt aber Farbe schon ins Spiel. Das mag ich sehr. Der Blumenstrauß, das ist ja für uns Floristen unser kleines Masterpiece. Das ist Handwerk in seiner reinsten Form und das Schöne ist, und ich kann es mit voller Inbrunst sagen, das kann KI uns noch nicht abnehmen. Diese Sträuße sind wirklich von Menschenhand gebunden. Sie sind eine Symbolik, eine Wertschätzung. Dankbarkeit ist ein zentral großes Wort für mich dabei. Oder Liebe. Liebe mit jeder Blüte, die wir in den Strauß einbinden und der wir ihre Geltungsform geben, damit sie perfekt und schön aufblühen kann. Das ist für mich einfach ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich ist ein Blumenstrauß auch kurzlebig, aber er möchte auch gar nicht langlebig sein. Er möchte im Jetzt und Hier uns immer wieder zurückholen. Er ist wirkungsvoll. Ach, ich finde ihn auch immer emotional. Das ist auch ein ganz großes Wort dabei. Und er schafft auch immer ein Lächeln im Gesicht des Beschenkten. Automatisch. Und das Handwerk, ja, was soll ich sagen? Auch beim Blumenstrauß haben wir fixe Regeln und das geht dann los, wenn wir die
die Stiele abschneiden. Auch das machen wir nicht unbewusst. Das geht zwar in Fleisch und Blut über und kommt aus dem Bauch heraus, aber da steckt schon etwas Gelerntes drin. Und zwar schauen wir darauf, wie sind denn eigentlich die Proportionen Stiele zur Blüte. Und dann ganz zum Schluss natürlich die Kür, indem wir ein Messer nehmen und alle Stiele anschneiden, um die Wasserversorgung und die Haltbarkeit der Blüten einfach zu gewährleisten. Und das machen wir hier mit einem Messer ganz schön zu sehen. Und ja, der Blumenstrauß. So, ich glaube, das ist immer wieder irre, was rauskommt, wenn man unsere beiden verschiedenen Handschriften sieht. Ne? Bei mir, leicht sind wir beide, aber auch wir lieben mit Tiefe zu arbeiten, aber vielleicht liegt das auch daran, ja, dass wir deutsche Floristen sind, keine Ahnung. Wir lieben es halt locker und leicht, mit viel Tiefe, man kann durchschauen. Ja, und das finde ich bei uns beiden immer wieder faszinierend zu beobachten. Was man ziemlich gut bei uns sehen kann, dass wir total gerne mit Farbe arbeiten. Es muss immer kräftig sein, es muss wirklich Leidenschaft drin sein und es muss vor allen Dingen fliegen. Bei mir sind es vor allem die Blätter, die den Charakter ausmachen und dieses ganze Leichte rausholen. Die das rumfliegen, ne? Ja. Dann aber auch hier das Abgeklebte noch. Die Blätter, die hier drüber fliegen und tanzen nochmal und in den verschiedenen Tiefen, in denen wir arbeiten, das ist einfach, das zeichnet uns aus und das macht es uns ja auch aus, ne? Das macht uns beide komplett aus, dass die Farben quasi in den Ästen sind, aber auch im Draht, in den Blättern, die bemalt worden sind. Und das ist ein Zusammenspiel, würde ich sagen. Das haben wir gut gemacht, gell? Das haben wir gut gemacht. Hier sind sie, unsere Danksagung an die Leitsterne in unserem Leben, unsere Mütter. Und ich finde, hier sieht man es jetzt ganz deutlich. Unsere Leitsterne sind wild, bunt und frei. Und es hat mir wieder unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, Kim, mit dir dieses Projekt durchziehen und ja zum Leben zu erwecken. Und ich finde, nochmal ein großes Dank auch hier an Masterpieces, dass ihr uns diese Möglichkeit gebt, uns so frei in all unserer Gestaltung auszuleben. Und ich finde, das zeigt einfach die Liebe zum Beruf, die wir alle haben. Wir lieben und leben die Blumen. Und da sollte man auf jeden Fall Dank an die Gärtner sagen, denn wir könnten uns alles erträumen, was wir wollten, wenn sie nicht wären, die uns dann am Ende mit den Blumen und der Blütenvielfalt versorgen würden im täglichen Leben. Danke.